Julia hat ihre Wohnungstür nicht öffnen können. Sie hat ihren Schlüssel in der Tasche gesucht. Aber der Schlüssel war nicht da. Julia ist ein wenig nervös geworden. Sie hat alles in ihrer Tasche durchwühlt. Doch der Schlüssel war einfach nicht zu finden. Sie hat sich erinnert, dass sie den Schlüssel gestern benutzt hat. Wo habe ich ihn nur hingelegt, hat sie sich gefragt. Julia ist zurück ins Wohnzimmer gegangen. Sie hat auf dem Tisch nach dem Schlüssel gesucht. Der Schlüssel war nicht dort. Sie hat auch unter dem Sofa nachgesehen. Aber der Schlüssel war auch dort nicht. Julia hat ihre Tasche wieder durchsucht. Sie hat fast alle Taschen durchgesehen, aber ohne Erfolg. Das kann nicht sein, hat sie gedacht. Julia ist zum Fenster gegangen und hat nach draußen geschaut. Sie hat sich gefragt, ob sie den Schlüssel vielleicht draußen verloren hat. Aber es war zu spät, um noch einmal hinauszugehen. Julia hat beschlossen, die Polizei zu rufen. Sie hat ihr Handy genommen und die Nummer gewählt. Die Polizei hat ihr geraten, zuerst noch einmal in der Wohnung nachzusehen. Vielleicht haben sie den Schlüssel übersehen, hat der Polizist gesagt. Julia hat aufgelegt und ist wieder ins Wohnzimmer gegangen. Sie hat sich hingesetzt und nachgedacht. Wo könnte der Schlüssel nur sein, hat sie sich wieder gefragt. Plötzlich hat sie eine Idee gehabt. Sie hat sich erinnert, dass sie den Schlüssel gestern beim Einkaufen benutzt hatte. Vielleicht ist der Schlüssel in meiner Tasche geblieben, hat sie gedacht. Julia hat schnell ihre Tasche überprüft. Und tatsächlich, der Schlüssel war dort. Julia war so erleichtert. Sie hat laut aufgelacht. Ich habe den Schlüssel einfach übersehen, hat sie gesagt. Julia hat den Schlüssel in ihre Hand genommen und die Tür geöffnet. Endlich konnte sie in ihre Wohnung. Sie hat das Türschloss zugemacht und sich auf das Sofa gesetzt. Julia hat tief durchgeatmet und sich beruhigt. Sie hat ihre Tasche auf den Tisch gestellt und sich gefragt, wie sie so unaufmerksam sein konnte. Ich sollte in Zukunft mehr auf meine Sachen achten, hat sie beschlossen. Julia hat sich dann eine Tasse Tee gemacht. Sie hat sich gefragt, warum sie so nervös geworden war. Aber sie hat es sich selbst vergeben. Jeder macht mal Fehler, hat sie gedacht. Nach einer Weile hat Julia ihre Freunde angerufen. Sie wollte ihnen von ihrem kleinen Abenteuer erzählen. Ihre Freundin Laura hat sie ausgelacht.
Du hast also den Schlüssel die ganze Zeit bei dir gehabt, hat Laura gesagt. Julia hat auch gelacht und gesagt, ja, das war wirklich peinlich. Es passiert jedem Mal, hat Laura beruhigend gesagt. Julia hat sich viel besser gefühlt, nachdem sie mit ihren Freunden gesprochen hatte. Sie hat beschlossen, den restlichen Tag zu genießen. Am Abend hat Julia einen Film geschaut, um sich zu entspannen. Sie hat sich über die ganze Situation amüsiert. Am nächsten Morgen hat sie den Schlüssel immer an einem festen Ort aufbewahrt. Julia wollte sicherstellen, dass sie nie wieder denselben Fehler machen würde. Sie hat sich einen kleinen Haken an der Wand in der Nähe der Tür befestigt. Jetzt verliere ich meinen Schlüssel nie wieder, hat sie gesagt. Von diesem Moment an war Julia viel ordentlicher mit ihren Sachen. Sie hat sogar eine kleine Liste gemacht, um nichts zu vergessen. Julia hat sich daran gewöhnt, jeden Tag ihren Schlüssel an den gleichen Ort zu legen. Sie hat keine Probleme mehr gehabt, ihre Wohnung zu betreten. Eines Tages, als Julia ihre Nachbarin Anna getroffen hat, hat sie ihr von ihrem Abenteuer erzählt. Ich habe den Schlüssel verloren und gesucht, aber er war die ganze Zeit in meiner Tasche, hat Julia gelacht. Anna hat schallend gelacht. Das ist wirklich ein peinlicher Moment, aber so etwas passiert jedem. Julia hat zugestimmt und gesagt, ja, aber jetzt bin ich vorsichtiger. Anna hat ihr geraten, immer ein zweites Schlüsselpaar zu haben. Julia hat darüber nachgedacht und beschlossen, es zu tun. Sie hat sich einen zweiten Schlüssel machen lassen und ihn bei ihrer Freundin aufbewahrt. Das gibt mir mehr Sicherheit, hat Julia gesagt. In den nächsten Wochen hat Julia nie wieder Probleme mit ihrem Schlüssel gehabt. Sie hat es immer noch auf dem Haken bei der Tür aufgehängt. Sie war froh, dass sie ihre kleine Schwäche überwunden hatte. Ich werde nie wieder so nervös sein, wenn ich den Schlüssel nicht finde, hat sie gedacht. Julia hat sich daran gewöhnt, dass sie jetzt immer den Schlüssel an dem Haken aufhängt. Sie hat nie wieder vergessen, wo der Schlüssel ist. Es war eine Erleichterung für sie, sich nicht mehr Sorgen machen zu müssen. Doch eines Tages hat sie den Schlüssel versehentlich auf dem Tisch liegen lassen. Julia hat den Fehler bemerkt, als sie die Wohnung verlassen wollte. Sie hat sich erschrocken und schnell nach dem Schlüssel gesucht. Zum Glück war der Schlüssel noch auf dem Tisch. Ich muss wirklich vorsichtiger sein, hat Julia gedacht. Julia hat sich vorgenommen, nie wieder den Schlüssel so einfach zu lassen. Sie hat gelernt, dass man kleine Dinge nicht übersehen sollte. In den nächsten Wochen ist Julia besonders aufmerksam mit ihrem Schlüssel umgegangen. Sie hat sogar immer einen Ersatzschlüssel in ihrer Tasche gehabt.
Eines Tages hat sie ihre Freundin Laura besucht und ihr von ihren Erfahrungen erzählt. Ich bin jetzt viel vorsichtiger mit meinen Schlüsseln, hat Julia gesagt. Laura hat genickt und gesagt, das ist eine gute Idee. Ich verliere auch oft meine Sachen, hat Laura zugegeben. Die beiden haben viel darüber gelacht, wie sie immer wieder etwas verlieren. Julia hat Laura erzählt, dass sie jetzt immer einen Ersatzschlüssel bei einer Freundin aufbewahrt. Das ist wirklich praktisch, hat Laura gesagt. Julia hat sich über ihre Vorsicht gefreut, weil sie keine Probleme mehr mit dem Schlüssel hatte. Ich fühle mich jetzt sicherer, hat sie gesagt. In der Zukunft hat Julia immer daran gedacht, den Schlüssel an seinen festen Platz zu legen. Sie hat nie wieder einen peinlichen Moment erlebt, weil sie den Schlüssel verloren hatte. Julia hat sich sogar darüber gewundert, wie viel einfacher ihr Leben jetzt war. Es sind die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen, hat sie nachdenklich gesagt.